Hey, ihr seid's. Lasst uns einen kleinen Spaziergang machen und es soll darum gehen, dass alles subjektiv ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch gar nicht so ein Problem damit haben zu sagen, alles ist subjektiv. Aber die Tatsache, dass es etwas Objektives überhaupt nicht gibt, ist dann doch nochmal ein bisschen irritierend, glaube ich. Und ich will kurz darlegen, wie ich drauf komme und was der Grund dafür ist. Also die grundlegende Überlegung war ja im Spiritualismus, dass es die Materie nicht gibt. Die Materie, das ist die vorgestellte äußerliche Welt mit Objekten darin, die an sich unveränderlich sind und die ganz bestimmte Eigenschaften mit sich bringen, einfach weil die Materie so ist, wie sie ist. Und der Geist ist relativ dazu und versucht, die Eigenschaften der Materie und überhaupt ihre ganze Objekthaftigkeit zu erfassen. Und wenn man nun sagt, dass tatsächlich es nur Geist gibt und dass Materie ein Produkt des Geistes ist und keine extra Existenz auf einer anderen Ebene hat, wie Zeit und Raum, dann sagt man damit, dass das angenommen Objektive, also die Objekte außerhalb des Bewusstseins, nicht existiert. Und was bleibt, ist dieses Relative, dieses, wie wir im Erkennen sagen, das Subjektive. Also dieses Subjektive, von dem dann, wenn man es sagt, immer mitschwingt, es sei so wie eine beliebige Sichtweise. Aber es kann nicht objektiv sein. Es ist ein, wie soll man sagen, ein Gedanke. Ja, bisschen egal irgendwo auch. Und was auch immer du für Erfahrungen hast, es sind halt subjektive. Das hat weiter nichts zu bedeuten. Wenn man also zu der Überzeugung gelangt, dass es nur Subjektivität gibt, das macht schon was mit einem. Das ist irgendwie, wie sagt man, also man wird demütiger, würde ich sagen, oder man ist nicht so hochnäsig oder man ist nicht so hochgestochen, so von sich selbst überzeugt. Und ich hatte an anderer Stelle, hatte ich das erwähnt mal, ich glaube ja, dass der Spiritualismus, wenn man ihn denn adaptieren würde, die Menschheit auch ein Stück weit heilen könnte. Weil dieser ganze Aspekt der Getrenntheit und des Überlegenen und so weiter, das ist es, glaube ich, was uns oft genug auf ein Bein stellt und was quasi zu all den Katastrophen führt. Ja? Dass also die Relativität all dessen, was man sieht, einem nicht zum Bewusstsein gelangt, sondern immer in noch einem anderen Beitrag hatte ich das Zentrum jedes Universums genannt, also das Ich als Zentrum. Sondern, wenn man es also mehr so sehen könnte, dass für die Relativität alles Existierende notwendig ist und dass nur alles zusammen existiert in einem gewissen Sinn, dann wäre das eine, ja, wie gesagt, also es würde ernüchternd wirken, es würde befriedend wirken, denke ich. Ich muss noch mal auf meinen Zettel schauen hier. Ach ja. Also mit dieser Vorstellung der Materie und dann dem Subjektiven und Objektiven ist so vieles verbunden, was wir wie selbstverständlich denken. Ich möchte da nur an den Begriff der Wahrheit erinnern, die also mit diesem Objektiven zusammenhängt. Wenn wir also von Wahrheit sprechen, dann sprechen wir von etwas, was aus unserer Sicht nur einmal vorhanden sein kann. Denn, so ja unsere Vorstellung, die Objekte in unserem Außen, die alle beobachten können, die gibt es ja auch nur einmal.
inwiefern wir uns verstricken in die Vorstellung, in diese statischen Vorstellungen. Ich hatte mehrmals schon von Heraklit gesprochen und dass der gesagt hat, alles fließt. Und das ist also eine Vorstellungswelt, die, glaube ich, normalerweise den Leuten völlig fremd ist. Alles fließt, ja, aber die Sachen sind doch so und so und so und so. Ich finde, als Eselsbrücke hatte ich mir mal überlegt, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, du stehst normalerweise auf und gehst zur Arbeit vielleicht 10 Kilometer entfernt. Ja, die 10 Kilometer ändern sich nicht. Ja, da fährst du immer 10 Kilometer und hast haufenweise andere Konstanten, wie zum Beispiel deinen Benzinverbrauch und die Reifenabnutzung und was weiß ich alles, die Zeit, die du brauchst. Und du denkst eben daran, dass diese Strecke objektiv da ist. Auf der anderen Seite rasen wir mit einer Geschwindigkeit von vielleicht 100.000 Kilometer pro Stunde durchs Weltall. Das bedeutet, wir bewegen uns im Verhältnis zu, ja, was weiß ich, 99,9% aller vorgestellten Körper mit rasender Geschwindigkeit weiter und nur ein ganz kleines Beziehungsgeflecht aus vorgestellten Körpern ist konstant. Und also zum Beispiel der Schreibtisch im Büro steht immer an derselben Stelle. Wie gesagt, du fährst so und so weit zu deinem Arbeitsplatz und so weiter. Aber das ist der kleinere Teil der Relation, ein sehr winziger Mikrokosmos. Wie kommen wir überhaupt darauf, dass der Mensch in der Lage wäre, das Objektive und einzig Wahre zu erkennen? Aus der Sicht des Spiritualismus ist das ja ein bisschen absurd. Denn im Spiritualismus ist der Mensch ein Teil eines größeren Denkens, dessen wahren Umfang er tatsächlich überhaupt nicht abschätzen kann und dessen wahre Natur er nicht erkennen kann, sondern er als Produkt des Denkens und gleichzeitig Quelle von Denken ist sozusagen nicht in der Lage, die möglicherweise vielfältigen Gesamtbilder zu sehen, die in diesem Gesamtbewusstsein auftreten können. Und mit dem richtigen Beobachtungssinn ausgestattet wäre es dem Menschen wahrscheinlich auch ganz gut möglich, das von vornherein zu erkennen. Aber irgendwie hat ja der Mensch diese, ich würde fast sagen, etwas kindische Eigenschaft, sich selbst immer als das Größte zu sehen und tatsächlich als das Zentrum des Universums, das Zentrum des Ich-Universums und in der Gruppe dann auch wieder als Zentrum dieser Gruppe. Ja, also ich meine der Gruppe innerhalb wieder anderer Gruppen. Ich hatte das in einem anderen Beitrag eben das Zentrum jedes Universums genannt. Ne? Und das ist immer das Ich. Und eine Gruppe von Leuten, die miteinander kommuniziert, verschmilzt zu einem neuen Ich, wird also zu einem neuen Zentrum. Ja? Als Beispiel dafür hatte ich genannt, so diese Mittelsicht, die Völker immer haben und hatten. Also beispielsweise die Mediterranee, das Mittelmeer als Zentrum der antiken Zivilisationen oder China, das Großreich als Reich der Mitte. Und ebenso ist halt beim Menschen diese Sichtweise ausgeprägt. Er selber habe ein Denken und sowas könne es woanders nicht geben. Und zwar kommen die Menschen insbesondere deshalb drauf, zum Beispiel bei den Tieren. Die Tiere können nicht denken. Das war, als ich jünger war das noch eigentlich völlig unbestrittene Tatsache. Also sprich, man sagte das so in der Schule und überall. Und ich dachte mir, die Menschen kommen deshalb drauf, weil die Tiere mit ihnen eben nicht kommunizieren können. So in dem Sinn, hey, guck mal, ich habe mir das und das überlegt. Das können die nicht. Ja? Und wenn Kommunikation fehlt, dann denkt der Mensch scheinbar automatisch, da ist kein Verstand. Und erst im Laufe der Jahre
der Jahrzehnte hat man da ein Umdenken begonnen. Und ich denke mir manchmal, was alles spricht noch nicht zu uns? Ja? Was gibt es noch, was schweigt? Ich sag doch mal hier, guck mal, das ist die Natur, meiner Ansicht nach geisterfüllt. Sie schweigt. Aber das heißt nicht, dass sie geistlos wäre. Jedenfalls nicht nach meiner Überzeugung. Aus spiritualistischer Sicht ist es eben so, dass wenn mehrere Menschen zusammenkommen, und das ist im Unterschied zu der materialistischen Sicht, wenn mehrere Menschen zusammenkommen und besprechen eine Sache oder sehen eine Sache, dann ist es eine Kommunikation, man tauscht sich aus. Das Wesen der Kommunikation ist die Abstimmung, würde ich sagen. Und es entsteht ein gemeinsames Objekt des Denkens, wohingegen die materialistische Sicht der Dinge eben die ist, dass man davon ausgeht, dass die Sachen schon da sind und dass Menschen sie nur beobachten in ihrem Sein, in ihrem unabänderlichen und objektiven Sein. Noch mehr ist es so, wenn Menschen halt also heute würde man ja sagen, also wenn zum Beispiel Experten zusammenkommen und eine Theorie aufstellen und dann noch Peer reviewen lassen, dann kommt was ganz Objektives und ganz Wissenschaftliches raus. Und ihr wisst ja, dem Wissenschaftlichen kann man also nach dieser Theorie niemals widersprechen. Dann wiederum staunt man, was für Merkwürdigkeiten da rauskommen bei solchen wissenschaftlichen Vorgehen. Ich hatte neulich mal darüber gesprochen, wie das in der DDR war und wie fleißig die Wissenschaftler da bemüht waren, die marxistische Philosophie zu peer-reviewen und immer neu zu deuten, oder im Mittelalter die Scholastik. Aber was dabei rauskommt und immer wieder nur rauskommen kann, ist also ein subjektiver Blick dieser Gruppe. Ja? Es kann also keine Objektivität entstehen. So, mit diesen schwerwiegenden Gedanken möchte ich es erstmal bewenden lassen. Ich hoffe, ich konnte mich irgendwie ein bisschen verständlich machen. Es ist ja wirklich sehr, sehr schwierig, das Thema. Bitte liked und abonniert, wenn ihr könnt und wollt. Und ich würde mich einfach freuen und ansonsten genießt einfach mal den herrlichen Tag, wie schön es hier draußen ist. Einer der letzten Herbsttage. Nee, hoffentlich nicht einer der letzten, aber ein paar kommen noch. Bis dann erstmal und tschüss.